Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht es um die Darstellung von rostigen Oberflächen im Aquarell. Mein heutiges Motiv, eine alte Ankerkette, möchte ich wieder in der Technik von dunkel nach hell malen. Ich habe in dieser Technik hier auf YouTube schon einige Filme gezeigt und ihr wisst, dass wir hierbei überwiegend mit nur 3 Grundfarben malen. Dazu später mehr im Video. Denkt bitte immer daran, dass ihr für diese Technik kein Büttenpapier verwendet, sondern lieber ein oberflächenversiegeltes, verleimtes Zellulosepapier. Bei mir ist es von Hanemühle Le Rouge. Bevor es losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Am Dienstag, den 22. Februar um 19 Uhr gibt es hier auf YouTube unser nächstes YouTube Live-Event. Alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt sind sehr herzlich eingeladen mitzumalen. Wir werden auch in der Technik von dunkel nach hell arbeiten, und zwar dieses schöne Motiv dort hinter mir, die grüne Tür. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's erstmal los mit der Ankerkette. Für dieses Motiv benötigen wir folgende Farben: Indischgelb von Schminke, Französisch Ultramarin, Firma Egal, bei mir hier von Daniel Smith. Wichtig ist aber, dass es Französisch Ultramarin ist. Cobalt Türkis Light und Opera Rose von Winsor Newton. Wie ich vor dem Video schon sagte, ist es wichtig, auf oberflächenverleimtem Zellulosepapier zu arbeiten. Also bitte diesmal kein Büttenpapier, sondern ein Holzfaserpapier, zum Beispiel Le Rouge von Hanemühle, Canson, Montval oder Fine Face oder zum Beispiel den Bösner Block verwenden. Folgende Pinsel benötige ich für meine Arbeit heute: ein Da Vinci Casaneo Nummer 8, einen einfachen Kunststoffpinsel von Gerstecker mit einem großen Pinselkopf für die weichen, großflächigen Farbaufträge, einen kleinen Kunststoffpinsel von Escoda zum Spritzen und den Da Vinci Junior Synthetics Größe 8 zum Auswaschen. Heute malen wir wieder mit nur 3 Grundfarben. Unser Motiv wird in der Technik Aquarell ganz anders von dunkel nach hell gemalt. Diese Technik habe ich in 3 weiteren Videos hier auf YouTube schon einmal erklärt und gezeigt. Ihr seht hier den Farbkreis, der sich aus den 3 Grundfarben Französisch Ultramarin, Indisch Gelb und Opernrosa ergibt. Wenn ich alle 3 Farben zusammenmische, ergeben sich schöne variantenreiche Grautöne. In unserem ersten Arbeitsschritt werden wir gleich alle Stellen, die auf dem Foto dunkel erscheinen, mit einer Mischung aus den 3 Grundfarben in verschiedenen Variationen malen. Hier seht ihr unser heutiges Motiv, eine rostige Ankerkette. Und hier liegt auch schon die Skizze dazu. Ich mische jetzt also Indisch Gelb, Opernrosa und Französisch Ultramarin in der Mitte meiner Palette zu einer großzügigen Pfütze zusammen. Wichtig ist, dass diese Pfütze viel Pigment, aber auch viel Wasser enthält. Im weiteren Verlauf der Arbeit versuche ich, die 3 Pigmente nicht komplett auf der Palette auszumischen, sondern gelegentlich eine der 3 Farben dominieren zu lassen, sodass mein dunkler Farbton auf dem Papier verschiedene Nuancen enthält. Ich schaue jetzt häufig auf mein Referenzfoto und arbeite mich mit meinem dunklen Farbauftrag einmal über das gesamte Blatt. Dies ist ziemlich entspannend und fast ein bisschen meditativ. Die einzige Aufgabe für mich besteht darin, zu entscheiden, ob ich die jeweilige Fläche auf dem Foto dem hellen oder dem dunklen Bereich des Bildes zuordnen möchte. Während wir im Aquarell normalerweise erst die hellen Flächen anlegen und im Verlaufe des Bildes immer dunkler werden, arbeiten wir hier genau andersherum. Aus diesem Grund heißt diese Technik bei mir Aquarell ganz anders von dunkel nach hell. Alle Motive, die eine ausgeprägte Oberflächenstruktur und starke Hell-Dunkel-Kontraste haben, eignen sich für diese Technik besonders gut. Diese Ankerkette ist deshalb ein so dankbares Motiv, weil der dunkle Schatten hier im Wasser die helle Form der Ankerkette im Licht von selbst entstehen lässt.
Den Schatten male ich jetzt bewusst mit einer bläulichen Dominanz, vor der später die helle rostige Kette gut leuchten kann. Die cremige dunkle Farbe, die immer eine Mischung aus allen 3 Grundfarben ist, trage ich mit leicht schräg gesetzter Schraffur auf die entsprechenden Flächen auf. Nachdem die großen Schattenformen nun gemalt sind, kann ich auch bei den Kettengliedern noch einige Dunkelheiten einfügen. Wenn ich diese Schatten jetzt schon vorbereite, wird die Kette nachher plastischer erscheinen. Da, wo die Schatten weich in die Lokalfarbe der rostigen Kette übergehen, löse ich die Formen mit etwas Wasser an. Nun muss das Bild einmal richtig durchtrocknen. Es ist ganz wichtig, dass die erste Farbschicht komplett trocken ist, bevor wir jetzt mit den helleren Farben darüber lasieren. Ich würde immer empfehlen, das Bild für einige Stunden liegen zu lassen. Im Notfall kann man auch den heißen Föhn einsetzen. Für diesen hellen Farbauftrag empfehle ich, einen ganz weichen Haarpinsel zu verwenden, denn ich möchte mit dem zarten Farbauftrag die untere Farbschicht möglichst wenig mit anlösen. Es eignen sich gut die weichen Eichhörnchenhaarpinsel oder auch Kunststoffpinsel, zum Beispiel wie der hier verwendete Casaneo von Da Vinci. Mit einer Mischung aus Indischgelb, Opernrosa und ein klein wenig Ultramarin male ich zunächst die Stegformen in den verschiedenen Farben. Ich weiß gar nicht genau, worum es sich bei diesen ziemlich abstrakten Formen handelt, finde aber das Farbspiel auf meinem Vorlagenfoto wirklich sehr reizvoll. Mit der Zusatzfarbe Cobalt Türkis Light gebe ich einige Spritzer in die rote Fläche. Zusammen mit dem Wasser ergibt dies eine schöne rostige Patina. Mit Cobalt Türkis Light und Indisch Gelb mische ich mir die Farbe für den grünen Eisenträger. Mit dieser grünen Farbe gehe ich auch über die Schattenflächen im Wasser und kann so die Spiegelung schon andeuten. Nun stelle ich mein Malbrett fast senkrecht auf. So fließen die Pigmente besser nach unten und verbinden sich auf ihrem Weg schön miteinander.
Für diesen Granulationseffekt ist hauptsächlich das französische Ultramarin verantwortlich. Indisch Gelb und Opernrosa sind sehr transparente Farben, die sich gelegentlich in der Farbmischung voneinander trennen und dann besonders schöne optische Effekte erzielen. Hierfür ist es aber ganz wichtig, mit viel Wasser zu arbeiten und das Brett fast senkrecht zu stellen. Die Pinselbewegung zum Auffüllen der großen Farbflächen ist wieder leicht schräg, fast wie eine Schraffur. Nun ist mein Blatt wieder ganz getrocknet und ich werde jetzt die Kette malen. Viel Indisch Gelb und ein wenig Opernrosa gibt eine schöne Orange-Mischung. Ein Tropfen Ultramarin sorgt für den Patina-Rost-Effekt. Beim Ausmalen der Kettenglieder schaue ich schon ein wenig nach Licht und Schatten und steuere den Tonwert mit der unterschiedlichen Farbkonsistenz meiner Mischungen. Mit mehr Wasser wird die Farbe dünner und heller, mit weniger Wasser in der Mischung wird sie cremiger und dunkler. Über die angelegten Schatten in den Kettengliedern wird nun mit der hellen Farbe lasiert. Ein wenig Kobalttürkis Light in der Kette gibt eine harmonische Verbindung zum oberen Teil des Bildes. Oh, hier habe ich ein Stückchen helles Wasser vergessen. Mit ein wenig Blau versuche ich die kleine Form hier noch einzufügen. Wieder einige Spritzer mit Kobalttürkis Light und Wasser geben die charakteristischen Rostformen auf die Ankerkette. An dieser Stelle arbeite ich noch etwas Rot mit ein. Diese Farbvariation gefällt mir jetzt noch besser. Wenn wir nun noch einmal genau auf unser Referenzfoto schauen, sehen wir, dass viele Teile der Kette noch plastischer ausgearbeitet werden können. Helligkeit und Dunkelheit sorgen dafür, dass Rundungen sichtbar werden und die Verschränkungen der einzelnen Kettenglieder deutlicher hervortreten.
Mit einem Flachpinsel aus Kunststoff hebe ich alle Stellen, die mir etwas heller erscheinen, wieder heraus. Hierfür feuchte ich den Pinsel ein wenig an, trockne ihn in meinem Tuch leicht wieder ab und löse dann die Farbe an. Wenn ich eine scharfe Kante erhalten möchte, kann ich zusätzlich mit dem Tuch die Farbe noch etwas abheben. Auf diese Weise kann ich sehr viele zeichnerische Details jetzt wieder in mein Aquarell zurückbringen. Wie weit ich dabei gehen möchte und wie detailgenau ich mein Bild ausarbeite, liegt natürlich ganz bei mir. Mir macht dieser Schritt immer sehr viel Spaß. Ich vertiefe mich ganz in mein Motiv und kann manchmal überhaupt nicht mehr aufhören. Hier sehen wir sehr schön an dieser kleinen Reflexionslinie, wie die helle Form als ganz wichtiges und erklärendes Detail das Bild erst komplett macht. Die kleinen hellen Formen der rostigen Oberfläche könnte ich natürlich mit einem spitzen Kunststoffpinsel auch noch alle herausholen. Man kann sich, wie gesagt, sehr in der Detailarbeit verlieren. Ich hoffe, euch macht dies genauso viel Spaß wie mir. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch immer. Die Skizze zum Motiv und das Referenzfoto bekommen alle UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet. Für einen monatlichen Beitrag ab 2 € kann man hier bei uns Mitglied werden. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Für heute wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.